Lars ist unbekümmert, zielstrebig, der weiß, was er will. Für mich verkörpert Lars Ricken irgendetwas, was ich mit Erfolg verbinde. In all meinen Funktionen als Jugendspieler, als Profi, dann auch als Direktor immer deutscher Meister geworden, und die Ambition will ich natürlich nicht aufgeben. Ich habe großes Gefühl der Erleichterung, weil ich glaube, dass man das von außen sich gar nicht so vorstellen kann, was das für ein Druck ist. Wenn du 19 Jahre nicht nur das Kerngeschäft verantwortest, sondern letztendlich alles. Man kommt natürlich so ein bisschen aus seiner Komfortzone heraus. Also als Direktor des NLZ bin ich abends ins Bett gegangen und wusste, was mich am nächsten Tag erwartet. So ist man abends eigentlich noch dabei, den nächsten Tag vorzubereiten. Das war immer schon cool. War nie nervös, unaufgeregt. Das hat er sich bis heute bewahrt. Ich bin gebürtiger Dortmunder. Mein Vater hat noch im Jugendbereich auch unter anderem mit Hopi Kurat zusammengespielt, stand selber als Fan hier auf der Tribüne, habe im Jugendbereich gespielt, dann ja als Profi nur für den BVB, und ja, dementsprechend ist natürlich für mich was ganz Besonderes. Aber es reicht natürlich nicht. Du kannst nicht nur deswegen zum Geschäftsführer Sport ernannt werden, sondern ich glaube, dass ich einfach bereit dafür bin, aufgrund meiner langjährigen Arbeit im NLZ. Mehr BVB kann man nicht bekommen, und ich glaube, er kann den Spielern aufzeigen, dass es sich auch lohnt, lange bei diesem Verein zu bleiben und dass man mit einer langen BVB-Karriere auch noch nach dem aktiven Fußballspielen etwas bewegen kann. Lars verkörpert den BVB par excellence. Also wenn ich jetzt irgendwo jemanden gesehen hätte, den ich für genauso befähigt gesehen hätte, dann war das nicht das entscheidende Kriterium. Aber Lars hat viele Jahre nachgewiesen, aus meiner Sicht, dass er das kann. Ich glaube, es hat einfach mit der Aufgabenfülle zu tun. Also du bist gefühlt Geschäftsführer, Sportdirektor, technischer Direktor im einen. Ich habe für 5 Mannschaften mehr oder weniger den Kader geplant, musste mit den Spielern, und auch mit den Eltern und Beratern natürlich die Vertragsgespräche führen. Ablöseverhandlungen mit allen Mitarbeitern, die Verträge aushandeln, auch natürlich die Abteilung aufbauen, Trainerteams aufbauen, Athletikbereich, Reha-Bereich, psychologischen Bereich, pädagogischer Bereich. Was ich an Lars schätze, ist seine Klarheit. Er hat einen Weg vor sich, er weiß, wohin er will, er weiß aber auch, wofür dieser Verein steht. Er ist bereit, sich einzubringen für die große Sache. Aber ja, er weiß, was er will, und das ist ja auch einer der Gründe, warum sich der BVB am Ende für ihn entschieden hat. Ich habe mit Lars ein Gespräch geführt, ob er sich das vorstellen kann, und er konnte sich das natürlich vorstellen, hatte auch klare Vorstellungen. Ja, und dann bin ich dann in den Präsidialausschuss rein und habe denen gesagt, so und so sieht die Situation aus, das ist das, das ist das, das ist das. Das sind so die Handlungsalternativen, und ja, da hat der Präsidialausschuss sich dann einstimmig dann auch für Lars ausgesprochen. Also das war alles sehr offen, sehr transparent und sehr, sehr einstimmig. Ich habe es mal so zusammengefasst, er hat den Präsidialausschuss gerockt. Also wir waren ganz fasziniert davon, was er uns dort fortgestellt hat, hat jede Frage vollständig beantwortet, sodass der Präsidialausschuss einstimmig ihn gewählt hat und ihn als Geschäftsführer Sport
eingestellt hat. Was mich am meisten an dieser ganzen Geschichte fasziniert hat, und da ein ganz großes Kompliment an dich, Reinhold, und deine Mitstreiter, ihr habt es alle nicht mitgekriegt. Ne? Und das hat mir am meisten gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Dass selbst dann die Boulevardmedien in ihren Sendungen auf einmal unterbrechen mussten und so, das hat auch die Stärke von Borussia Dortmund ausgezeigt und aber auch die Stärke von Lars, dass wir beiden auch in diesen Gesprächen, dass da immer alle sehr diskret damit umgegangen sind und nichts nach draußen gedrungen ist, das war schon in der heutigen Zeit schon außergewöhnlich und das hat mich dann auch noch mal ein bisschen bestärkt. Als ich 2019, 2020 habe ich meinen Vertrag verlängert als Direktor des NLZ und damals hat Aki schon gesagt, Lars, ich sehe dich mittelfristig in der Geschäftsführung. Ich habe ihm damals gesagt, okay, du brauchst mir nichts versprechen. Ich möchte hier nicht so schnell wie möglich Karriere machen, sondern ich möchte so lange wie möglich und so erfolgreich wie möglich für diesen Verein arbeiten. Und es gab dann aber schon mal so den einen oder anderen Hinweis zwischendurch wieder. Ich kann mich an eine Mitgliederversammlung erinnern, wo er mich sehr gelobt hat und wo er dann noch gesagt hat, ja, wir haben noch viel mit dir vor. Und Aki sagt sowas irgendwie nicht aus einer Laune heraus. Ich denke mal, dass ihn das auch nicht gerade mit Begeisterung erfüllt hat, wo wir dann entschieden haben, dass Sebastian die Nachfolge von Michael Zorc antritt. Ich glaube, das hätte Lars sich damals auch vorstellen können, aber gerade so wie er damals auch mit der Entscheidung umgegangen ist, da habe ich auch damals schon gemerkt, dass man mit ihm solche Dinge machen kann. Du brauchst es. Ist immer wichtig, wie du auch, das zeichnet auch eine Persönlichkeit aus, wie du auch mit einer gefühlten Niederlage vielleicht mal umgehst. Und das hat er top gemacht. Da hat es überhaupt keinen Bruch gegeben, auch in unserem Vertrauensverhältnis, das wir ja schon seit vielen, vielen Jahren haben. Ich habe ihn ja schließlich damals auch geholt. Dann hatten wir ja vor ein paar Wochen einen Termin und dort hat er mich dann gefragt, so, Lars, bist du bereit für die Geschäftsführung? Der Präsidialausschuss hat mich damit beauftragt, einen Vorschlag zu unterbreiten. Und ja, ich habe dann sehr spontan, beziehungsweise habe ihm auch gesagt, da muss ich jetzt nicht in der Nacht drüber schlafen, sondern ich fühle mich definitiv bereit für diese Verantwortung zu übernehmen. Lars verkörpert das, was den BVB auszeichnet. Und er ist jemand, der den Erfolg irgendwie anzieht. Und das auf so eine souveräne, natürliche Art und Weise, wirkt extrem gut nach innen, moderiert, integriert und hat Fähigkeiten, die aus unserer Sicht genau die richtigen sind, in dieser Situation Verantwortung für den sportlichen Bereich zu übernehmen. Also für mich war immer klar, dass Lars interessiert ist. Ich habe hier jetzt mittlerweile etwas mehr als 19 Jahre innerhalb der Geschäftsführung die Strategie verantwortet, die Kommunikation, das Personal und natürlich das Kernthema im Sport. Die erste Aufgabe ist reden, reden, reden. Ich muss mir jetzt auch erstmal einen Einblick verschaffen und da ja, mit Sebastian, auch mit Matthias Sammer, mit dem Trainer, mit den einzelnen Funktionsteams, muss man auch über die Verträge mal einen Überblick verschaffen. Was ich an Lars schätze, ist diese Offenheit, diese Neugierde, diese Interessiertheit, sich auch in andere Bereiche hineinfuchsen zu wollen, aber auch uns an seinen Ideen, Überlegungen teilhaben zu lassen. Also es macht einfach Spaß, dass wir einen Weg des Miteinanders gefunden haben, das uns gemeinsam an diesem BVB arbeiten lässt und uns sicherlich auch eine vielversprechende Zukunft bereiten wird. Es war ja keine Entscheidung gegen Sebastian, weil er hat ja seinen Job und er hat ihn ja auch behalten. Nein, es war einfach, es ist eine Abwägungsentscheidung und ich glaube, dass wir in der Kombination zwischen Lars und in der Kombination Lars, Sebastian und Sven Mislintat, jeder hat da seine ureigensten Stärken, dass wir damit am stärksten aufgestellt sind. Nachdem es Sebastian dann erfahren hat, dass ich eben zum Geschäftsführer Sport ernannt werde, haben wir uns am nächsten Tag direkt hingesetzt zusammen, hatten wirklich ein offenes, klärendes, vertrauensvolles Gespräch auch. Ich meine, wir haben
lange Jahre zusammen gespielt, sind zusammen Deutscher Meister geworden, haben ja auch in der Kombination dann er als Sportdirektor, ich als Direktor des NLZ wirklich gut zusammengearbeitet. Naja, im ersten Moment ist man natürlich auch ein Stück weit enttäuscht. Ich glaube, das ist menschlich. Aber da rappelt man sich kurz und ich freue mich für Lars. Lars ist ein richtiger Borussia. Wir kennen uns sehr, sehr viele Jahre. Wir haben zusammen viele Jahre Fußball gespielt. Wir haben in den letzten Jahren sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet in unterschiedlichen Positionen an verschiedenen Themen. Und in der Konstellation geht es jetzt weiter. Ich habe ein großes Gefühl der Erleichterung, weil ich glaube, dass man das von außen sich gar nicht so vorstellen kann, was das für ein Druck ist. Wenn du 19 Jahre nicht nur das Kerngeschäft verantwortest, sondern letztendlich alles. Ja, auch die Öffentlichkeit ist natürlich für mich insofern keine neue Rolle, weil ich ja auch als Spieler schon sehr stark in der Öffentlichkeit war. Damals natürlich vielleicht noch ein bisschen weniger. Social Media gab es in der damaligen Form noch nicht, aber ich glaube, als Spieler war ich schon auch durch meine frühen Erfolge auch mit 18, 19 Deutscher Meister, mit 20 dann Champions League Sieger. Und ich glaube, dass ich da schon sehr polarisiert habe und auch in der öffentlichen Wahrnehmung dann meine Arbeit im NLZ, das ist einfach Arbeit im Hintergrund. Ja, das ist, da passiert nicht so viel in der Öffentlichkeit und ja, ich habe mir, okay, was macht das jetzt mit mir? Direkt am 1. Mai gab es ja auch dann eine Aussage von einem ehemaligen Bundesligaspieler. Da wusste ich auch, okay, der Ton ist gesetzt und ich bin wieder in der ersten Bundesliga angelangt und es hat nichts mit mir gemacht. Und insofern ist das ja jetzt auch nichts, wovor ich mich scheue. Ich wollte einen Übergang hinkriegen. Das ist eigentlich die größte Herausforderung, das hinzukriegen, wenn man so einen Club so lange und dann, ich weiß wie ich bin, auch möglicherweise relativ dominant geführt habe, dann das hinzukriegen, dass es anschließend auch so weiterläuft. Ja, und das ist dann schon, ja, das ist schon eine sehr, sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Und ich weiß auch, dass natürlich meine Nachfolger da auch einen gewissen Druck aushalten müssen, weil so schlecht bin ich auch selbstbewusst genug, so schlecht ist die Bilanz jetzt auch nicht. Ne? Was ich halt an Aki extrem schätze und ich meine, seine Ära hier ist wirklich ja, eine extrem erfolgreiche, aber gerade wie er sich verhalten hat in schwierigen Zeiten. Also 2005 hatten wir ja die Finanzkrise. Wir hatten einen Bombenanschlag auf unserem Bus. Wir hatten sportliche Krisen in der Winterpause unter Jürgen Klopp noch, glaube ich, Tabellenplatz 17. Wir hatten Corona und nie musste auch nur ein Mitarbeiter Angst um seinen Arbeitsplatz haben. Und das ist, glaube ich, auch die große Leistung von Aki, wirklich da ja, die Haltung gehabt zu haben und irgendwie keine eigene Agenda, sondern ihm war immer der Erfolg und das Wohlergehen des Vereins wichtig. Klar hat er sich verändert, aber er hat uns immer mitgenommen, er hat uns immer als Kollegen gesehen, er hat ein Team begeistert und motiviert, er ist vorweggegangen, er ist hier und da angeeckt, wir haben dadurch aber auch eine ganz andere Wahrnehmung erfahren. Wenn du jeden Tag 10 Entscheidungen triffst und die muss ich garantiert treffen, dann, wenn du 7 bis 8 richtig triffst, ist es schon eine extrem hohe Quote, dass dabei auch mal ein paar Fehlentscheidungen rauskommen, das ist doch klar. Wenn ich überlege, wie er angefangen hat, in welcher Situation er hier Verantwortung übernommen hat, welche Vereine in den ersten Jahren seines Wirkens noch vor uns, meilenweit vor uns gestanden haben und wo wir jetzt, er ist übrigens noch nicht am Ende seiner Tätigkeit für den BVB, sondern er gibt eine Teilverantwortung ab, dann ist das ein unfassbarer Weg. Das war der Tag, wo wir in Düsseldorf waren und wo es wirklich hart war. Also es war ja nicht öffentlich. Da 6 Stunden erlebt hast, wie die Gläubige da mit uns abgerechnet haben, das war schon bitter. Und wenn die dann eben da nicht mit dem Quorum, was wir brauchten, zugestimmt hätten, dann hätten wir noch am nächsten Tag Insolvenz angemeldet. Also da hast du das erste Mal wirklich ganz tief in den Abgrund geguckt. Ja. Wir hatten zudem noch einen Abend vorher gegen VfB Stuttgart verloren.
Stimmung war sowieso ein Desaster und die Leute waren so sauer auf uns wie nur irgendwas. Man hat denen das Stadion, denen gehörte ja das Stadion damals, diesen 5.800 Fondzeichnern, die hatten sich natürlich riesen Renditen versprochen. Dann kommen wir da mit unserem Sanierungskonzept, das ist schon ein hartes Rennen. Als ich damals angefangen habe, für den Verein zu arbeiten, als Aki mich fragte, ob ich Lust hätte, ab 2010 mitzumachen, hätte ich ja niemals gedacht, dass dieser Zug mit dieser Geschwindigkeit durch das Fußballgeschäft rauscht und sich dann auf diesem hohen Niveau, jetzt sind wir gerade Top 2 in Europa, haben uns aber in der Top 10 etabliert, wir spielen seit Jahren international, ja, wir haben in der Bundesliga diesmal ein paar Probleme gehabt, wir sind bei der Club-WM dabei, das muss man sich mal vorstellen, wo wir aber denn vor 19 Jahren gewesen sind und da jetzt dabei zu sein und sich ja, fast auf diesem Niveau etabliert zu haben, ist eine unfassbare Leistung, die neben Bayern München in den letzten 60 Jahren der Bundesliga kein anderer Fußballverein geschafft hat. Ich habe damals 2005 nicht gedacht, dass wir mal in so eine Situation noch reinkommen, weil man sieht ja bei vielen großen Traditionsvereinen, auch die dann finanzielle Probleme haben, das ist nicht so leicht, sich zu reüssieren. Der HSV, der sicherlich wirtschaftlich mindestens mal die gleich guten Voraussetzungen hätte, der geht jetzt das 7. Zweitliga-Jahr rein und wir waren ein paar Jahre später ein deutscher Meister und Jürgen war sowieso dann natürlich für uns ein Riesenglücksfall. War das Ihre beste Entscheidung? Ach, das war sicherlich eine der absoluten Top-Entscheidungen und Michael Zorc ja auch daran mitgearbeitet. Aber es ist immer schwer, es gibt sportliche Entscheidungen, sportlich war das sicherlich eine überragende Entscheidung, aber Robert Lewandowski zu holen war jetzt vielleicht auch nicht so dumm. Oder Mats Hummels damals von Bayern oder auch, was weiß ich, und viele wirtschaftliche Entscheidungen, die ja heute gar keine so große Rolle mehr spielen. Das größte Kompliment ist für Borussia Dortmund immer, dass über wirtschaftliche Dinge gar nicht mehr groß gesprochen wird und das war natürlich mal komplett anders, aber Jürgen ist komplett herausragend. Das ist klar. Am Ende ist es ja so, das war jetzt keine so glückliche Geschichte, aber wir haben einen Pokal mit ihm gewonnen. Er hat uns im Halbfinale unfassbar in München da weitergeholfen. Am Ende haben wir die höchste Ablösesumme aller Zeiten gekriegt für ihn. Also war es ein gutes Ding. Aber hat schon auch genervt damals. Ja, wenn ich aber am Ende dann fast 150 Millionen kriege, dann lasse ich mir mal nerven. Ja, Thomas. Wir haben unseren Frieden schon längst gemacht. Es hat ein paar Dinge gegeben, die uns das Ganze zusätzlich erschwert haben, so wie dieses Bombenattentat, was ja auch einmalig war. Wir hatten eine unterschiedliche Sichtweise darauf. Die Sichtweise war aber nie die, dass einer von uns beiden gesagt hätte, wir wollen das Spiel am nächsten Tag nicht machen. Das hat auch Thomas nicht gesagt. Aber es gab ein paar unterschiedliche Sichtweisen. Das war dann natürlich auch eine Belastung insgesamt gesehen. Dann haben wir es irgendwie dann nicht mehr so gut hingekriegt, das muss man schon sagen, aber mittlerweile sind wir beiden absolut komplett gut miteinander. Und dass er ein außergewöhnlicher, überragender Trainer ist, steht ja sowieso außer Frage. Das war immer schon cool. War nie nervös, unaufgeregt. Das hat er sich bis heute bewahrt. Und er hat aber immer trotzdem eine Haltung. Lars hat immer so ein positiv gesprochen sehr großes Selbstbewusstsein gehabt. Und mir ist das aufgefallen, dass ihm das in den vielen Jahren, wo er jetzt da den Nachwuchs geleitet hat, das implementiert hat in unseren Nachwuchs. Wir sind nicht umsonst die erfolgreichste Mannschaft im Nachwuchsbereich in Deutschland. Und das ist, die Jungs haben eine eigene Art, auch an das Selbstbewusstsein auszustrahlen. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass sich unsere U19, unsere U17, egal in welchem Spiel, dass sie sich als Außenseiter gefühlt hätte. Ich bin in all meinen Funktionen als Jugendspieler, als Profi, dann auch als Direktor immer deutscher Meister geworden und die Ambition will ich natürlich nicht aufgeben, aber du kannst es natürlich auch nicht, du kannst es nicht versprechen. Er hat der Nachwuchsarbeit von Borussia Dortmund ein Gesicht gegeben.
Er hat Erfolge gesammelt wie kaum ein anderer und er steht natürlich mit der Arbeit für den Weg von Borussia Dortmund. Menschen auszubilden, an den Profisport auf ambitioniertem Niveau heranzuführen. Und das hat er mit Bravour mit seinem Team gemeistert. Das ist übrigens auch wieder eine Stärke von Lars Ricken. Er macht immer deutlich und klar, dass er das nicht alleine geschafft hat, sondern mit einem Team. Ich würde dementsprechend die Bühne hier gerne einmal nutzen, um meinen Mitarbeitern im NLZ vielen Dank zu sagen, weil die haben großen Einfluss darauf, dass ich jetzt hier als Geschäftsführer Sport sitze. Ich glaube, wir konnten uns immer aufeinander verlassen und da war nicht nur mal irgendwie ein Jahr erfolgreich, sondern eigentlich schon seit einem Jahrzehnt. Ich glaube, seit 2014 bis auf letztes Jahr konnten wir uns durchgehend deutscher Meister nennen, entweder mit der U17 oder mit der U19. Mit Thomas Dress, unserem Finanzgeschäftsführer, zusammen lege ich die finanziellen Korridore fest, in denen sich dann Lars und Sebastian und Sven Mislintat dann bewegen können. Das heißt im Klartext, solange sie sich in diesen Korridoren bewegen, können sie frei entscheiden, sollen auch frei entscheiden. Und Matthias Sammer wird Ihnen dann, wenn Sie da Wert drauf legen, und das tun Sie offensichtlich, dann mit Rat und Tat zur Seite stehen. Prinzipiell bin ich jemand, der, wenn intern gute Arbeit geleistet wird, dann auch dementsprechend diese Leute dann auch zu befördern. Aber ich glaube, wirklich Entwicklungssprünge ist insbesondere mit externer Expertise dann auch möglich. Und Sven hat zwar schon mal für diesen Verein gearbeitet, war jetzt aber auch 7 Jahre weg. Insofern glaube ich nicht, dass das irgendwie eine Nostalgieverpflichtung war, sondern ja, er hat seinen Wert schon bei Borussia Dortmund unter Beweis gestellt. Er kommt aus der Scouting- und Analyseabteilung, hat dann nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland in unterschiedlichen Strukturen mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten gearbeitet. Und ja, man merkt in jedem Gespräch seine Wissen, seine Ideen, seine Erfahrung. Deshalb auch ein extremer Mehrwert für uns. Ja, natürlich wird er dann eben auch Spieler vorschlagen, ja, aus seinem eigenen Netzwerk oder jetzt dann eben auch in Zusammenarbeit mit der Scouting-Abteilung, die ja schon besteht. Und Sebastian wird dann natürlich federführend auch die Vertragsverhandlungen führen, aber am Ende werde ich wahrscheinlich auch mal eine Idee haben, Sebastian sowieso, Sven, das werden wir übereinander legen und dann werden wir die Spieler definieren, die wir gerne haben wollen. Man kommt natürlich so ein bisschen aus seiner Komfortzone heraus. Also als Direktor des NLZ bin ich abends ins Bett gegangen und wusste, was mich am nächsten Tag erwartet. So ist man abends eigentlich noch dabei, den nächsten Tag vorzubereiten. Es ist natürlich schon auch insofern zeitlich anderer Aufwand. Es ist ein Unterschied, ob ich zum Spiel nach Brakel fahre oder wenn wir jetzt in Paris spielen, wo ich dann 3 Tage mehr oder weniger weg bin und dementsprechend jetzt auch erstmal mein Sommerurlaub gecancelt habe. Ein großer Unterschied, den ich schon gemerkt habe, Aki hat mir auch gesagt, du als Geschäftsführer Sport wirst du auch ein bisschen alleine sein. Und das merke ich auch auf meiner Etage. Nur ungefähr 50 Mitarbeiter, die eigentlich permanent an meinem Büro vorbei mussten und dann natürlich auch schnell drin waren, um irgendwelche Sachen zu besprechen. Also es ging so zu wie ein Taubenschlag und jetzt bin ich in der Geschäftsstelle Sport in Brakel in die 3. Etage gewandert. Dort haben wir 6 Mitarbeiter. Also ich will nicht sagen, dass ich das vermisse, aber ich habe das schon, am Ende merke ich jetzt auch, wie ich es genossen habe. Aber es ist ja nicht so, dass Lars, der übrigens nach wie vor ein extremer Teamplayer ist, jetzt alles alleine durchziehen wird. Da wird es den Doppelpass mit Aki geben, da wird es den Austausch auch in anderen Konstellationen geben. Borussia Dortmund fokussiert sich ja nie, übrigens auch in seiner gesamten Geschichte, nicht immer nur auf einzelne Personen. Der Verein ist das Ganze. Auch einzelne Spieler waren nie in der Lage, den Verein zu überstrahlen und am Ende wird es bei Funktionären wahrscheinlich nicht viel anders sein. Ja, ich glaube schon, dass ich ein bisschen näher an der Mannschaft sein werde, weil
Aki natürlich als Vorsitzender der Geschäftsführung natürlich alle Belange dieses Vereines im Blick haben muss, ja, und auch ihm ja auch noch Personal, Kommunikation, Strategie, das sind ja auch noch Aufgabenbereiche, die ihm zufallen. Und ich habe jetzt den Bereich Sport übernommen. Ich werde ja immer diesem Club verbunden sein und ich kann das auch einschätzen. Ich kann auch meine öffentliche Schlagkraft einschätzen. Also ich werde es nur versuchen, das nicht gegen den Club einzusetzen, sondern wenn überhaupt dafür. Aber zu operativen Tagesthemen würde ich mich dann definitiv nicht äußern. Im Erfolgsfall braucht man, glaube ich, nicht viel zu erzählen, sondern ich weiß halt auch, wie es sich hier unten auf dem Platz anfühlt, wenn es mal nicht so gut läuft. Ja? Und dass das Stadion dann auch ganz schön erdrückend sein kann. Ja? Und da dann wirklich auch die Empathie mitzubringen und das nachzuvollziehen, wie die Spieler sich dann fühlen. Ich glaube, das kann in meiner Position schon dann auch sehr wichtig sein. Herr Lars ist unbekümmert, zielstrebig, der weiß, was er will, der macht aber auch ein paar Dinge aus dem Bauch heraus. Ich glaube, Lars hat eine richtig gute Empathie und er hat etwas, was für Erfolge steht. Er hat so eine natürliche Souveränität, er wirkt überhaupt nicht aufgeregt und ich glaube, er schafft es durch sein extrem souveränes Auftreten, die Menschen mitzunehmen, aber den Menschen auch ein gewisses Selbstbewusstsein zu vermitteln. Also für mich verkörpert Lars Ricken irgendetwas, was ich mit Erfolg verbinde. Wenn der Lars das Gefühl hat, er braucht mal eine Einschätzung von mir, kriegt er die. Aber nicht öffentlich? Da wird er, egal welche Position im Verein hat oder ob er irgendwann überhaupt noch eine haben wird, er wird immer Ratgeber für mich sein und natürlich werde ich das auch nutzen.